Willkommen. Vor mir habe ich die Logitech Signature Comfort Pulse Maus, die M850L, und das ist schon ein ziemlicher Zungenbrecher, aber egal, ich werde das Unboxing machen und mir diese kleine Maus kurz anschauen. Ja, also schauen wir mal. Eines der Features hier oder einige der Features war 24M. Was ist das? Ich denke, das sind Monate, also im Grunde eine zweijährige Batterielaufzeit. Wir haben Komfort, Polsterung. Polsterung? Okay, ich denke, das werde ich mir mal anschauen. Silent Touch und ja, ich leg einfach mal los. Oh, da sind kleine Laschen, aber ich habe keine Lust, mich damit herumzuschlagen. Okay, also... Okay, wir haben 3 verschiedene Modi, die wir auswählen können. Und wenn man sie 3 Sekunden lang gedrückt hält, gehe ich davon aus, dass sie einfach in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt. Okay, hier drin die Maus und... Das ist eine Polsterung. Verdammt. Das ist irgendwie cool. Oh, und das sind im Grunde lautlose Schalter. Das gefällt mir. Die eine Batterie hier drin. Cool, cool, cool. Da sagen Sie mal, das ist doch sicher nicht ausschließlich eine einfache Bluetooth-Verbindung, wenn man sich das so ansieht. Oder täusche ich mich da jetzt komplett? Gibt's doch nicht. Ist das wirklich nur Bluetooth? Lass mich das schnell überprüfen. Puh, sieht so aus, als wäre es wirklich nur Bluetooth. Naja, das ist ein bisschen schade. Also für den Bürogebrauch ist das ein bisschen weniger als optimal, würde ich sagen. Es wäre großartig gewesen, wenn sie Bluetooth zusammen mit einem Dongle hätte, damit man sie einstecken kann, aber das hat sie nicht. Aber insgesamt fühlt sie sich wie eine solide Maus an. Es ist Logitech. Ich persönlich mag Logitech wirklich. Ich habe meine ziemlich lange benutzt, nämlich diese hier, die G305. Nun, das war oder ist, ich bin mir nicht sicher, eher eine Gaming-Maus. Sie hatte, glaube ich, unglaubliche, was war das, 18.000 dpi oder irgendeinen solchen irren Kram. Aber sie ist jetzt ausgemustert. Sie ist nach etwa einem Jahrzehnt kaputt gegangen. Es ist traurig, sie gehen zu lassen, aber sie muss ersetzt werden. Wie auch immer, diese hier ist ziemlich solide. Ich mag die sehr leisen Schalter wirklich gerne. Also, ich halte sie mal näher ran, damit ihr sehen könnt, wie weit das ist. So, da haben wir es. Was die Nutzung als Arbeitsmaus angeht, denn das würde ich hier eher sagen, das ist mehr eine Arbeitsmaus, ist sie ehrlich gesagt ziemlich solide. Die Ergonomie ist gut. Nicht die beste, aber ziemlich gut, zumindest für meine Hand. Das Polster ist eher für nicht die Knöchel, sondern wie auch immer man das hier nennen will. Es ist also nicht wirklich so, dass deine Handfläche darauf liegt. Es sind eher die Knochen genau hier. Und ja, aber alles scheint in einem, wie ich finde, ziemlich angenehmen Abstand platziert zu sein. Also fühlt es sich sehr gut in der Hand an. Es fühlt sich eher etwas kleiner an, einfach weil es ein bisschen hoch ist. Nur um dir das mal von der Seite zu zeigen, im Vergleich zu einer normalen Maus. Deine Hand ist also eher so, sie hat irgendwie, du weißt schon, diese Form. Und auch von der Seite sieht man, dass sie geneigt ist, also hier nach unten abfällt. Also das ist auf jeden Fall eine wirklich ausgesprochen solide Maus. Es wäre jedoch absolut fantastisch gewesen, wenn sie tatsächlich noch weitere zusätzliche Modi als nur die Bluetooth-Verbindung hätte.
Was ich persönlich wirklich sehr schade finde, dass es bei diesem Modell leider nicht so ist. Es wäre wirklich phänomenal gewesen, wenn sie das hätte. Aber gut, das war es eigentlich schon. Einfach nur eine einfache Maus. Schauen wir mal kurz nach, mal sehen, wo steht hier eigentlich die DPI-Zahl. Also irgendwelche Action-Ringe, was auch immer das sein soll. Ein Smart Wheel. Oh, das ist cool. Also, es hat so ein Rad, das einfach länger weiterdreht, wenn man es einmal schnell so anschubst. Die Bewegung ist dabei aber nicht besonders gut. Es stoppt ziemlich schnell. Da haben wir es. Aber es hat einzelne Stufen, die einfach verschwinden, wenn man schneller dreht. So in etwa. Gibt es hier sonst noch etwas? Nein. Das war es eigentlich auch schon so ziemlich alles. Okay. Also da haben wir es. Wenn dir dieses Video geholfen hat, vergiss nicht auf Like zu klicken, zu abonnieren und danke fürs Zuschauen.